Lektion 1. Bedeutsame Reiseerinnerungen. Was ist eine Frage, die Sie stellen, um mehr über die bedeutendste Reiseerinnerung einer Person zu erfahren? Ich frage oft, welche Reise hat deine Sicht auf das Leben verändert? Das ist eine aufschlussreiche Frage. Wie reagieren die Leute normalerweise? Viele erzählen Geschichten von Orten, an denen sie wertvolle Lektionen gelernt haben. Was ist mit dir? Hattest du eine Reise, die dich verändert hat? Ja, der Besuch eines kleinen Dorfes öffnete mir die Augen für verschiedene Kulturen. Das klingt bereichernd. Was hast du dort gelernt? Ich habe gelernt, wie wichtig Einfachheit und Gemeinschaft sind. Das sind wichtige Lektionen. Reisen kann unseren Horizont wirklich erweitern. Lektion 2. Umgang mit digitalen Ablenkungen. Was ist eine kleine Angewohnheit, die dir hilft, mit digitalen Ablenkungen umzugehen? Ich habe bestimmte Zeiten festgelegt, um mein Telefon zu überprüfen. Das hält mich konzentriert. Das ist ein kluger Ansatz. Wie verändert es deinen Tag? Es reduziert Unterbrechungen und erhöht meine Produktivität. Ich verstehe. Ich schränke auch meine Nutzung sozialer Medien während der Arbeitszeit ein. Das ist von Vorteil. Soziale Medien können sehr ablenkend sein. Ich stimme zu. Haben Sie noch andere Strategien? Ich schalte Benachrichtigungen für unwichtige Apps aus. Das klingt effektiv. Der Umgang mit Ablenkungen ist in der heutigen Welt von entscheidender Bedeutung. Lektion 3. Orte der besten Erinnerungen. Was ist ein Ort, der sich anfühlt, als ob er deine besten Erinnerungen birgt? Der Garten meiner Großmutter birgt viele schöne Erinnerungen für mich. Das klingt wunderschön. Was macht es so besonders? Hier habe ich viele schöne Nachmittage mit Spielen und Lernen verbracht. Gärten können Komfort und Freude bieten. Hat sie dir dort etwas beigebracht? Ja, sie hat mir etwas über Pflanzen und Geduld beigebracht. Das sind wichtige Lektionen fürs Leben. Besuchst du diesen Ort immer noch? Ja, ich besuche, wann immer ich kann. Es bringt mir Frieden. Ich kann mir vorstellen, wie ein Ort unsere wertvollsten Momente festhalten kann. Lektion 4. Träume unterstützen. Auf welche kleine Weise unterstützt du den Traum von jemandem? Ich lege Wert darauf, mir ihre Ideen anzuhören und sie zu ermutigen. Das ist ein wunderbarer Ansatz. Wie hilft es Ihnen? Es zeigt ihnen, dass jemand an ihre Ziele glaubt. Ermutigung kann sehr mächtig sein. Was machst du sonst noch? Ich teile Ressourcen, die ihnen helfen könnten, ihre Träume zu verwirklichen. Der Austausch von Wissen und Tools ist sehr großzügig. Ja, es kann helfen, Träume in die Realität umzusetzen. Sich gegenseitig zu unterstützen, ist für Wachstum und Erfolg unerlässlich. Lektion 5. Ratschläge für das jüngere Ich. Welche Frage stellst du, um zu erfahren, welchen Rat jemand seinem jüngeren Ich geben würde? Normalerweise frage ich, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, wenn du könntest? Das ist eine tiefgründige Frage. Warum hältst du es für wertvoll? Es enthüllt wichtige Lektionen und Bedauern aus dem Leben. Hast du diese Frage schon einmal gestellt? Ja, ich habe gelernt, dass viele Menschen sich wünschen, mehr Risiken einzugehen.
Das Eingehen von Risiken kann zu Wachstum und Chancen führen. Genau. Es ist wichtig, andere zu ermutigen, ihren Instinkten zu folgen. Ich stimme zu. Das Lernen aus vergangenen Erfahrungen prägt unsere zukünftigen Entscheidungen. Lektion 6. Die Woche gut beenden. Was ist eine kleine Angewohnheit, die dir hilft, die Woche gut zu beenden? Ich denke jeden Freitag gerne über meine Erfolge nach. Das klingt produktiv. Wie fühlst du dich dabei? Es gibt mir ein Gefühl von Abschluss und Erfolg. Ich denke, das ist klug. Ich plane oft für die kommende Woche. Planung hilft dabei, klare Absichten für das, was kommen wird, festzulegen. Unbedingt. Es bringt Klarheit und Fokus. Der Abschluss der Woche bereitet uns positiv auf neue Herausforderungen vor. Ja, kleine Gewohnheiten können eine starke Grundlage für den Erfolg bilden. Lektion 7. Planung von Veränderungen im Leben. An welchen Ort gehst du, wenn du große Veränderungen im Leben planen willst? Ich besuche oft den Strand. Das Geräusch der Wellen beruhigt meinen Geist. Das klingt perfekt. Was machst du dort? Ich sitze im Sand und denke über meine Gedanken nach. Die Natur kann für Entscheidungen sehr inspirierend sein. Genau. Ich schreibe auch meine Ideen auf, während ich dort bin. Schreiben hilft, deine Gedanken zu klären. Findest du irgendwelche Verbindungen? Ja, die Nähe zum Meer bringt Klarheit und Konzentration. Ich kann mir vorstellen, dass das bei der Planung helfen könnte. Lektion 8. Nehmen Sie sich Zeit für das, was wichtig ist. Auf welche kleine Weise nimmst du dir Zeit für Dinge, die am wichtigsten sind? Ich plane in meiner Woche Zeit für Hobbys ein, die ich liebe. Das klingt effektiv. Welche Hobbys priorisieren Sie? Ich male und lese gerne. Sie bringen mir Freude und Entspannung. Das sind großartige Entscheidungen. Ich habe Wochenenden für Familie und Freunde reserviert. Es ist wichtig, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Es stärkt unsere Bindungen. Ja, und es ist genauso wichtig, Zeit für uns selbst zu nehmen. Genau, das Ausbalancieren persönlicher Interessen und Beziehungen macht uns glücklich. Es geht darum, Zeit für unsere Prioritäten zu schaffen. Lektion 9. Lernen Sie mehr über Lieblingsrestaurants. Was ist eine Frage, die Sie stellen, um mehr über das lokale Lieblingsrestaurant einer Person zu erfahren? Normalerweise frage ich, welches Gericht empfiehlst du dort? Das ist eine gute Frage. Es kann zu köstlichen Entdeckungen führen. Ja, Essenspräferenzen verraten viel über eine Person. Hast du auf diese Weise irgendwelche versteckten Juwelen entdeckt? Ich habe ein winziges Sushi-Restaurant gefunden, das die besten Brötchen serviert. Das klingt unglaublich. Ich liebe es, neue Küchen auszuprobieren. Kulinarische Erlebnisse können bleibende Erinnerungen schaffen. Genau. Das Teilen von Mahlzeiten stärkt die Verbindungen. Lektion 10. An langsamen Tagen motiviert bleiben. Was ist eine kleine Angewohnheit, die dir hilft, an langsamen Tagen motiviert zu bleiben? Ich erstelle eine kurze Liste von Aufgaben, die ich erledigen kann. Das ist ein kluger Ansatz. Wie wählen Sie diese Aufgaben aus?
Ich konzentriere mich auf einfache, schnelle Aufgaben, die mir ein Erfolgserlebnis geben. Das klingt motivierend. Ich höre gerne fröhliche Musik. Musik kann definitiv die Stimmung heben. Was hörst du? Ich mag Pop- und Motivationspodcasts. Die können sehr inspirierend sein. Kleine Gewohnheiten halten unsere Energie hoch. In der Tat. Aktiv zu bleiben, hilft uns, langsame Momente zu überwinden. Lektion 11. Ein persönlicher Rückzugsort. Was ist ein Ort, der sich für Sie wie ein persönlicher Rückzugsort anfühlt? Ich finde Ruhe an einem kleinen See in der Nähe meines Hauses. Das klingt beruhigend. Was machst du dort gerne? Ich lese gerne oder sitze einfach am Wasser und denke nach. Die Natur kann so beruhigend sein. In den Bergen geht es mir genauso. Berge bieten ein Gefühl von Freiheit und Schönheit. Ja, draußen zu sein hilft, den Kopf frei zu bekommen. Es ist wichtig für unsere psychische Gesundheit. Wenn wir persönliche Rückzugsorte finden, können wir neue Energie tanken. Lektion 12. In Beziehungen ohne Geld investieren. Was ist eine kleine Art, wie Sie in eine Beziehung investieren, ohne Geld auszugeben? Ich nehme mir Zeit zuzuhören und Unterstützung anzubieten. Das ist bedeutungsvoll. Zuhören zeigt, dass es dir wichtig ist. Ja, es baut Vertrauen auf und stärkt die Bindung. Ich teile oft persönliche Geschichten, um tiefere Verbindungen herzustellen. Das Teilen von Erfahrungen kann sehr mächtig sein. Was machst du sonst noch? Ich schreibe handschriftliche Notizen, um Wertschätzung auszudrücken. Das ist eine schöne Idee. Kleine Gesten können eine große Wirkung haben. Unbedingt. Bei Investitionen in Beziehungen dreht sich alles um Nachdenklichkeit. Lektion 13. Historische Persönlichkeiten bewundern. Welche Frage stellst du, um herauszufinden, welche Person in der Geschichte jemand bewundert? Ich frage oft, wer inspiriert dich am meisten aus der Geschichte? Das ist eine tiefgründige Frage. Warum denkst du, dass es wichtig ist? Es zeigt Werte und Bestrebungen. Menschen bewundern oft Führer oder Denker. Ja. Wen bewunderst du? Ich bewundere Marie Curie für ihre bahnbrechende Arbeit in der Wissenschaft. Sie ist eine inspirierende Figur. Ich bewundere Martin Luther King Jr. Seine Vision von Gleichheit war bemerkenswert. Inspiration in anderen zu finden, kann uns motivieren, großartige Dinge zu erreichen. Lektion 14. Erfolgsperspektive. Was ist eine kleine Angewohnheit, die Ihnen hilft, den Überblick über den Erfolg zu behalten? Ich denke jeden Monat über meine Erfolge nach. Das ist eine wertvolle Praxis. Wie hilft es dir? Es erinnert mich daran, wie weit ich gekommen bin und was ich verbessern möchte. Reflexion ist der Schlüssel. Ich feiere auch gerne kleine Siege. Kleine Erfolge zu feiern, hält die Motivation hoch. Ja, es ist eine positive Verstärkung für unsere Bemühungen. Genau, die Aufrechterhaltung der Perspektive ist für den langfristigen Erfolg unerlässlich. Ich stimme voll und ganz zu. Es hilft uns, Herausforderungen zu bewältigen und konzentriert zu bleiben.
Lektion 15. Jahreszeiten wieder erleben. Welchen Ort würdest du gerne zu einer anderen Jahreszeit noch einmal erleben? Ich würde gerne im Herbst die Berge besuchen. Die Farben müssen umwerfend sein. Das klingt wunderschön. Ich war nur im Sommer dort. Der Sommer ist schön, aber der Herbst bringt wärmere Farben. Die Blätter sind atemberaubend. Das kann ich mir vorstellen. Die frische Luft und die fallenden Blätter wären erfrischend. Ja, es bietet eine andere Art von Schönheit. Warst du im Winter dort? Nein, habe ich nicht. Ich habe gehört, dass es mit Schnee ganz anders ist. Der Winter muss magisch sein. Eine verschneite Landschaft kann sich ruhig anfühlen. Ich möchte im Winter einen Berg besuchen, um das zu erleben. Lektion 16. Kleine Fortschritte feiern. Auf welche kleine Art feiert man kleine Fortschritte? Ich gönne mir meinen Lieblingskaffee, wenn ich eine Aufgabe erledige. Das ist eine tolle Motivation. Was ist deine Lieblingskaffeesorte? Ich genieße einen Karamelllatte. Es macht meinen Tag immer besser. Das kann ich verstehen. Ich belohne mich mit einem Buch, wenn ich ein Ziel erreiche. Bücher sind wunderbare Belohnungen. Welche Art von Büchern magst du? Ich mag Kriminalromane. Sie ermöglichen es mir, in eine andere Welt zu fliehen. Es ist wichtig, Fortschritte zu feiern, egal wie klein sie sind. Ja, es treibt unsere Motivation an, weiterzumachen. Lektion 17. Umgang mit Veränderungen. Welche Frage stellst du, um zu lernen, wie jemand mit Veränderungen umgeht? Ich frage oft, wie passen Sie sich normalerweise an neue Situationen an? Das ist eine durchdachte Frage. Das zeugt von echtem Interesse. Ja, es hilft mir, Ihre Bewältigungsstrategien zu verstehen. Haben Sie eine ähnliche Frage? Ich frage gerne, was tust du, um dich bei Übergängen geerdet zu fühlen? Erdungstechniken können sehr hilfreich sein. Was ist mit dir? Ich meditiere, wenn ich mit erheblichen Veränderungen konfrontiert bin. Es bringt mir Klarheit. Meditation ist eine großartige Möglichkeit, konzentriert und ruhig zu bleiben. Ja, es hilft mir, Veränderungen anzunehmen, anstatt sie zu fürchten. Lektion 18. Sich mitfühlender fühlen. Was ist eine kleine Angewohnheit, die dir hilft, mitfühlender zu sein? Ich übe aktives Zuhören, wenn jemand spricht. Es zeigt, dass es mir wichtig ist. Das ist eine wertvolle Angewohnheit. Zuhören schafft eine tiefere Verbindung. Ja, es ermöglicht mir, Ihre Gefühle besser zu verstehen. Ich lächle Fremde an. Kleine Gesten können jemandem den Tag versüßen. Das ist eine nette Übung. Freundlichkeit kann sich wie ein Lauffeuer ausbreiten. In der Tat, Mitgefühl fördert das Gemeinschaftsgefühl. Das tut es. Jeder kleine Akt der Freundlichkeit zählt. Ich stimme zu. Zusammen können unsere kleinen Aktionen eine größere Wirkung erzielen. Lektion 19. Einen Freund aufladen. An welchen Ort würdest du einen Freund mitnehmen, um ihm beim Aufladen zu helfen? Ich würde Sie an einen ruhigen Strand bringen. Das Geräusch der Wellen ist beruhigend.
Das klingt perfekt. Die Natur kann sehr erholsam sein. Ja, der Strand bietet Ruhe und Gelegenheit zum Nachdenken. Ich stimme zu. Manchmal kann eine kleine Auszeit Wunder bewirken. Hast du einen Lieblingsstrand, den du gerne besuchst? Ja, ich liebe einen einsamen Strand mit klarem Wasser. Das muss wunderschön sein. Was machst du dort gerne? Ich schwimme gerne und entspanne einfach in der Sonne. Lektion 20. Mit Zielen in Verbindung bleiben. Was ist ein kleines Ritual, das du einhältst, um mit deinen Zielen in Verbindung zu bleiben? Ich schreibe meine Ziele auf und lese sie jeden Morgen. Das ist eine großartige Praxis. Wie hilft es dir? Wenn ich sie lese, konzentriere ich mich scharf und bin motiviert. Das sehe ich. Ich visualisiere meine Ziele gerne während der Meditation. Visualisierung kann mächtig sein. Sie hilft uns zu manifestieren, was wir uns wünschen. Ja. Ich fühle mich motivierter, wenn ich mir meinen Erfolg vorstelle. Rituale, egal wie klein, können starke Verbindungen zu unseren Zielen herstellen. Ich stimme zu. Sie helfen uns, engagiert und inspiriert zu bleiben. Lektion 21. Sinnvolle Familientraditionen. Welche Frage stellst du, um etwas über die Lieblingsfamilientradition einer Person zu erfahren? Normalerweise frage ich, welche Tradition bringt deine Familie zusammen? Das ist eine durchdachte Frage. Warum denkst du, sind Traditionen wichtig? Traditionen schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit zwischen Familienmitgliedern. Ich stimme zu. Sie bergen Erinnerungen, die jahrelang gehegt werden können. Ja. Hast du eine Lieblingstradition aus deiner Familie? Wir haben jeden Sonntag ein Familienessen. Es hält uns in der Nähe. Das klingt wunderbar. Gemeinsame Mahlzeiten können Beziehungen stärken. Genau. Jede Woche teilen wir Geschichten und lachen. Lektion 22. Erlebnisse, die man gesehen haben muss. Was ist ein Ort, von dem du denkst, dass jeder einmal erlebt haben sollte? Ich glaube, jeder sollte den Grand Canyon besuchen. Warum glaubst du das? Die Aussicht ist atemberaubend und demütigend. Ich stimme zu. Die Natur kann unglaublich inspirierend sein. Ja, es erinnert uns an unseren kleinen Platz auf der Welt. Warst du dort? Ja, ich war letzten Sommer dort. Es hat mein Leben verändert. Ich hoffe, eines Tages zu gehen. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Lektion 23. Lieder der Hoffnung. Was ist ein Lied, das dich immer hoffnungsvoll macht? Ich mag What a Wonderful World. Es erinnert mich überall an Schönheit. Das ist ein Klassiker. Das zeichnet ein wunderbares Bild der Welt. Ja, die Melodie ist beruhigend und erhebend. Es gibt mir Hoffnung. Musik hat eine besondere Art, unsere Herzen zu berühren. Es kann unsere Stimmung sofort ändern. Was ist mit deinem Favoriten? Ich finde Here Comes the Sun sehr ermutigend. Es symbolisiert Neuanfänge. Das ist eine gute Wahl. Es erinnert uns daran, dass Herausforderungen vorübergehen werden.
Hoffnung ist essentiell für Resilienz in schwierigen Zeiten. Lektion 24. Der Morgen wird einfacher. Was ist eine kleine Veränderung, die Ihren Morgen weniger hektisch gemacht hat? Ich habe am Abend zuvor angefangen, meine Outfits vorzubereiten. Es hilft mir, Zeit zu sparen. Das ist eine effiziente Strategie. Der Morgen kann chaotisch sein. In der Tat reduziert die frühzeitige Auswahl von Kleidung den Stress. Haben Sie andere Veränderungen bemerkt, die Ihrem Morgen helfen? Ich habe auch am Abend zuvor meinen Frühstückstisch gedeckt. Es vereinfacht meine Routine. Das klingt sehr organisiert. Morgenroutinen sorgen für einen positiven Start in den Tag. Ja, sie geben den Ton für alles an, was folgt. Ein ruhiger Morgen kann zu einem produktiven Tag führen. Lektion 25. Lachen teilen. Was ist eine Erinnerung, die du teilst, um andere zum Lachen zu bringen? Ich erzähle oft von der Zeit, als ich während einer Schulaufführung auf die Bühne gestolpert bin. Das muss eine ziemliche Szene gewesen sein. Wie hat das Publikum reagiert? Sie brachen in Gelächter aus. Ich habe auch gelacht, obwohl es mir peinlich war. Das ist das Schöne am Humor. Es vereint uns in unseren Fehlern. Genau. Ein gutes Lachen kann jede Stimmung aufhellen. Hast du diese Geschichte schon oft geteilt? Ja, es wird immer wieder von meinen Freunden zum Lachen gebracht. Lachen schafft wunderbare Verbindungen und Erinnerungen. Lektion 26. Anmutig Nein sagen. Wie übst du es, anmutig Nein zu sagen? Ich verwende sanfte Ausdrucksweise. Ich drücke meine Wertschätzung aus, bevor ich ablehne. Das ist ein kluger Ansatz. Es bewahrt Beziehungen. Ja, die Leute verstehen, dass ich ihre Anfrage schätze, auch wenn ich nicht helfen kann. Bist du auf Herausforderungen gestoßen, als du Nein gesagt hast? Manchmal, aber das Üben hat es einfacher gemacht. Ich bin jetzt selbstbewusster. Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Setzen von Grenzen. Definitiv. Eine klare Ablehnung respektiert beide Parteien. Das Setzen von Grenzen führt zu gesünderen Beziehungen. Lektion 27. Kreativität freisetzen. Was machst du, um dich unter der Woche kreativ zu fühlen? Ich versuche jeden Abend meine Gedanken aufzuschreiben. Es beflügelt meine Kreativität. Journaling ist eine großartige Technik. Wie inspiriert es dich? Schreiben hilft mir, meine Ideen zu klären. Es kann zu neuen Erkenntnissen führen. Erkenntnisse sind wichtig für Kreativität. Hast du etwas Interessantes geschrieben? Ja, ich schreibe oft über Träume oder Erlebnisse, die ich erkunden möchte. Das klingt inspirierend. Kreativität entsteht oft aus persönlichen Erfahrungen. Ich stimme voll und ganz zu. Journaling öffnet eine Tür zu endlosen Möglichkeiten. Unsere Kreativität zu nutzen, verbessert unseren Alltag. Lektion 28. Neue Traditionen. Was ist eine Tradition, die du mit deinen Freunden begonnen hast? Ich begann einen monatlichen Spieleabend. Es ist unsere Lieblingszeit zusammen geworden. Das klingt lustig. Welche Spiele spielst du?
Wir genießen Brettspiele und Videospiele. Jeder bringt seine Favoriten mit. Hast du ein Lieblingsspiel? Ich liebe es, Codenames zu spielen. Es ist sehr strategisch und aufregend. Davon habe ich gehört. Wie wählst du die Spiele aus? Wir stimmen jeden Monat darüber ab, welche Spiele gespielt werden. So bleibt es frisch und ansprechend. Das ist eine tolle Idee. Hast du viele Freunde um dich versammelt? Lektion 29. Reisestile. Welche Frage stellst du, um mehr über den Reisestil einer Person zu erfahren? Ich frage oft, wie sieht Ihr idealer Urlaub aus? Diese Frage verrät viel. Was lernst du aus ihren Antworten? Ich finde heraus, ob Sie Abenteuer oder Entspannung bevorzugen. Das ist interessant. Ich selbst mag abenteuerliche Reisen. Ich auch, aber manchmal schätze ich auch einen ruhigen Strandtag. Eine Balance zwischen Abenteuer und Erholung ist perfekt. Genau. Was ist mit dem Packen? Wie bereitest du dich vor? Ich mache eine gründliche Liste, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird. Lektion 30. Tägliche Energiegewohnheiten. Was ist eine kleine Angewohnheit, die deine Energie den ganzen Tag über konstant hält? Ich beginne meinen Tag mit einem Glas Wasser. Flüssigkeitszufuhr ist lebenswichtig. Hast du eine Morgenroutine? Ja, ich mache auch eine kurze Yogastunde. Es weckt mich auf. Dehnen ist für einen guten Start unerlässlich. Unbedingt. Es hält meinen Körper flexibel und meinen Geist klar. Das sollte ich versuchen. Was isst du zum Frühstück? Ich bevorzuge Haferflocken mit Früchten. Es gibt anhaltende Energie. Das klingt gesund. Ich lasse oft das Frühstück aus. Lektion 31. Orte des Wandels erneut besuchen. Welchen Ort würdest du gerne noch einmal besuchen, um zu sehen, was sich geändert hat? Ich würde gerne zu meiner alten Schule zurückkehren. Es birgt viele Erinnerungen. Das klingt interessant. Was hoffst du dort zu sehen? Ich möchte sehen, ob der Spielplatz immer noch derselbe ist. Ich habe viele Stunden dort verbracht. Spielplätze sind besondere Orte. Sie bergen die Freude der Kindheit in sich. Genau. Ich frage mich auch, ob die Lehrer, die ich bewundert habe, immer noch da sind. Es wäre schön, sich wieder mit ihnen zu verbinden. Sie haben unser Lernen geprägt. Ja, sie haben eine nachhaltige Wirkung. Hast du an einen Ort gedacht? Ich möchte die Stadt, in der ich studiert habe, noch einmal besuchen. Lektion 32. Den Lernfortschritt feiern. Was ist eine kleine Art zu feiern, etwas Neues zu lernen? Ich gönne mir nach Abschluss eines Kurses ein Dessert. Das ist eine wunderbare Art, sich selbst zu belohnen. Was für ein Dessert? Ich mag Schokoladenkuchen. Dadurch fühle ich mich besonders. Ich kaufe oft ein neues Buch als Belohnung. Es hilft mir weiterzulernen. Das ist eine gute Wahl. Bücher können neue Ideen einbringen. Ja, es fühlt sich gut an, Fortschritte zu feiern, egal wie klein sie sind. Unbedingt. Die Anerkennung von Erfolgen motiviert uns.
Ich stimme zu. Lernen zu feiern macht Lust auf die nächste Herausforderung. Lektion 33. Mit Veränderungen umgehen. Welche Frage stellst du, um zu lernen, wie jemand mit Veränderungen umgeht? Ich frage oft, welche Strategien verwenden Sie, um sich an neue Situationen anzupassen? Das ist eine durchdachte Frage. Wie reagieren die Leute normalerweise? Viele teilen Techniken wie Tagebuchschreiben oder die Suche nach Unterstützung. Schreiben kann sehr therapeutisch sein. Haben Sie eine persönliche Strategie? Ja, ich spreche gerne mit Freunden darüber. Es hilft, meine Gedanken zu klären. Ich mache das Gleiche. Jemanden zum Zuhören zu haben, macht einen Unterschied. Unbedingt. Über Veränderungen zu sprechen, kann Ängste reduzieren. Jeder Mensch hat seine Art, damit umzugehen. Es ist interessant zu lernen. Lektion 34. Das jüngere Ich unterrichten. Welche Frage stellst du, um zu erfahren, was jemand einer jüngeren Version von sich selbst beibringen würde? Normalerweise frage ich, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben? Das ist eine tiefgründige Frage. Sie enthüllt wertvolle Lektionen fürs Leben. Ja, Menschen teilen oft ihr Bedauern und ihre Erkenntnisse. Hast du darüber nachgedacht, was du deinem jüngeren Ich sagen würdest? Ich würde mir einreden, Risiken einzugehen und keine Angst vor dem Scheitern zu haben. Das ist wichtig. Das Eingehen von Risiken kann zu Wachstum führen. Genau. Junge Menschen sollten ermutigt werden, Möglichkeiten auszuloten. Aus unserer Vergangenheit zu lernen, gestaltet eine bessere Zukunft. Lektion 35. Die Hoffnung bewahren. Was ist eine kleine Angewohnheit, die Ihnen hilft, bei langen Projekten die Hoffnung aufrechtzuerhalten? Ich mache regelmäßig Pausen, um neue Energie zu tanken und nachzudenken. Das ist ein kluger Ansatz. Wie helfen dir Pausen? Sie ermöglichen es mir, meinen Kopf frei zu bekommen und mich wieder zu konzentrieren. Ich visualisiere gerne das Endziel des Projekts. Visualisierung kann mächtig sein. Es hält meine Motivation am Leben. Ja, die Vorstellung von Erfolg hilft uns, Herausforderungen zu meistern. Unbedingt. Hoffnung ist unerlässlich, um Hindernisse zu überwinden. Ich stimme zu. Jeder kleine Schritt in Richtung unseres Ziels zählt.